Ja, und da kommt schon der zweite Teil des Tutorials zu FreeCAD. Ich starte gerade FreeCAD neu und dann bin ich durch einen Kommentar eines fleißigen Mitlesers, Schauers darauf gekommen, doch mal ein etwas anderes Tutorial zu machen. Das ist aber durchaus der Part 2 des Beginner-Tutorials. Und zwar, man muss nicht immer in FreeCAD alles mit den Zeichnungen machen. Man kann es auch anders machen und ist nicht unbedingt vorteilhaft, aber zum Teil schon, wenn man mal schaut, wie schnell gewisse Sachen gehen. Und zwar die meisten Leute, die mit CAD, mit einem CAD-Programm anfangen und einen 3D-Drucker haben, die machen eigentlich immer irgendwas, sowas wie ein Gehäuse. Das heißt, die haben irgendeine Elektronik oder irgendwas, was die in ein Gehäuse packen wollen. Und das wird unheimlich häufig als erstes Projekt herangezogen. Ich habe hier die neue Zeichnung erzeugt. Wie gesagt, das ist weiterhin die FreeCAD Version 0.20 in der Revisionsnummer 25429 vom 4.8.21 und so, Datei neu ist angelegt und man muss nicht, also mit dem neuen Körper, das machen wir schon, weil wir im Part-Design-Modus, aber man muss dann nicht mit der Zeichnung anfangen. Man kann durchaus hier mit einem Quader anfangen. Hier mit diesem Pfeil hier, da kann man auswählen, was für einen Grundkörper man hier setzen möchte, und der standardmäßig dort stehende ist der zu addierende Quader und den nehmen wir jetzt auch und da ist er schon. Hier kann man jetzt die Größe des Quaders definieren, also das soll in dem Fall das Außenmaß des Gehäuses sein, das heißt außen soll das 100 mm in der Breite sein und beziehungsweise Länge wird das hier genannt. Und in der Breite, das heißt in Y-Richtung, da werden es 80 mm. Hoch soll das Gehäuse 50 mm werden. So, dann können wir das hier zoomen und dann sehen wir hier, das ist jetzt das Gehäuse. Und so ein eckiges Gehäuse ist ja nicht sonderlich schön. Also selektiert man mit gedrückter Steuerung-Taste diese 4 senkrechten Linien hier. Dort auch. Und dann schauen wir mal, haben wir alle? Ja, wir haben alle. Einfach hier auf das Rundenwerkzeug klicken und einen Radius von 5 mm. Und da ist der erste Teil des Gehäuses fertig. Hätte ich das jetzt mit einer Zeichnung gemacht, dann hätte ich halt erstmal das Viereck gezeichnet, dann die 4 Rundungen dran, die Radien gleichgesetzt, dann dann nochmal neu bemaßt, die Maße hier, die 100 und die 80, und dann hätte ich das genauso gehabt. Vorteil bei der Zeichnungssache ist, da kann ich direkt von vornherein wesentlich genauer definieren, was Wandstärken angeht. Ich kann auch an einer Seite eine dickere Wand machen. Das geht eben in dieser Version, wie ich sie hier mache, nicht. Und es gibt aber noch eine andere Sache, das merken wir gleich, weil dieser Quader, der ist nicht zentrisch. Und ich habe auch noch keine Möglichkeit gesehen, den jetzt so einfach zentrisch zu machen. Ich kann ihn zwar verschieben, aber dann muss ich ihn verschieben, dann muss ich wieder rechnen. 40 mm in der Y-Richtung, 50 in der X. Und das habe ich jetzt einfach mal unterlassen. Und wir wollen jetzt hier aber ein Gehäuse rausmachen. Also muss hier diese Fläche, das muss jetzt da muss dieser Block hier offen gemacht werden. Das macht man mit der Funktion Erzeugen eines aufgedickten Volumenkörpers, und der geht jetzt nach außen, der ist also nach außen hochgegangen. Ich kann aber hier Dicke nach innen auftragen wählen, kann jetzt hier eine Wanddicke wählen, 2,5 mm als Beispiel, und dann wird noch automatisch direkt hier der kleinere Radius gewählt. Da muss ich wenn ich das mit einer Zeichnung mache, dann muss ich rechnen, okay, außen das ist 5, dann ist das 3. Das passiert hier alles automatisch. Und
So, der Boden ist auch 2,5 mm. Eigentlich alles tutti. So, jetzt geht es darum, jetzt möchte ich hier so Befestigungsteile drauf konstruieren. Und da selektiere ich jetzt diese Fläche und mache eine neue Zeichnung. Das geht aber erst, wenn ich hier OK gedrückt habe. Also nochmal selektieren und neue Zeichnung. Und dann zeichnen wir hier 4 Kreise ein. Man sieht jetzt schon den Unterschied. Hier ist jetzt das Koordinatensystem und die möchte ich zentrisch haben. Das geht so ohne weiteres gar nicht. Ich müsste jetzt hier die Maße, Datenmaß und rechnen. Das möchte ich gar nicht. Also mache ich erstmal 2 Geraden hier rein. Eine senkrechte hier, eine waagerechte hier. Die machen wir erstmal schön blau. Das heißt, das wären das Konstruktionslinien und da die werden jetzt noch entsprechend positioniert. Okay, was heißt das positioniert? Das heißt, das Maß hier, das ist an sich bekannt. Und zwar, das ist senkrecht und das sind 40 mm, weil das Teil ja 80 mm ist. Und das Maß hier, das haben wir auch. Und das ist waagerecht bemaßt und das sind die 50 mm. So, jetzt habe ich die entsprechend gezeichnet, können wir die noch der Einfachheit halber selektieren und komplett fixieren, dann lassen die sich nicht mehr verschieben. Und jetzt diese 4 Kreise, die kriegen erstmal denselben Durchmesser bzw. Radius, also hier auf die Gleichheitsbedingungen, dann kriegen die einen Durchmesser von 10 mm und jetzt kommen erstmal die Symmetriebedingungen wieder. Das wird symmetrisch. Das hier wird zu dieser Strecke symmetrisch. Und da kann ich mich jetzt entscheiden, entweder das oder die Symmetrie. Machen wir ruhig die Symmetrie hier. Die beiden zu der symmetrisch. Und dann können wir das Maß festlegen. Das Maß hier, das werden 80 mm. Und das Maß hier, das werden 55 mm. So, das sind jetzt so Befestigungspunkte, wo hinterher eine Platine draufgelegt wird und festgeschraubt. Und da soll aber jetzt auch was sein, wo man das wirklich mit festschrauben kann. Deshalb zeichne ich da jetzt Sechsecke ein, und zwar auch mittig. Die können wir jetzt einfach hier so reinsetzen. Die Größe ist erstmal egal, auf die Mittelpunkte dieser gerade gesetzten Kreise. Und dann haben die solche Radien hier außen oder so Kreise. Die werden nun alle selektiert. Der auch, und dann kriegen die wieder dasselbe Maß. Und das soll für so eine M3-Schraube sein, und da weiß ich, da können wir als Durchmesser 5,5 mm nehmen. So, die können wir jetzt noch, diese Strecken hier unten, den und den hier, die sollen waagerecht werden. Okay, da habe ich irgendwie, den Kreis hier habe ich mit selektiert, den machen wir wieder weg. Der war nicht selektiert, aber dieser Kreis hier. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Waagerecht. So, jetzt ist die Zeichnung soweit wieder fixiert. Und wir brauchen aber noch einen Kreis, jeweils 4 Mal, und zwar, der kommt auch hier so drauf. Einer da, einer bitte da, einer bitte da. Und der letzte kommt hier hin. Auch wieder auf diesen Mittelpunkt gesetzt, und die werden jetzt auch alle 4 selektiert. Wenn man die nicht selektiert kriegt, ein bisschen reinzoomen, dann klappt das besser. Du und du bitte auch.
Bewegen tue ich hier, wie gesagt, Shift-Taste und mittlere Maus, da wird es bewegt. Das Zoomen einfach ohne eine Taste, einfach das Mausrädchen bewegen. Jetzt habe ich diese 4 hier selektiert, machen wir die gleich und dann wird noch der Durchmesser definiert und das sind 3,5 mm. So, jetzt habe ich das soweit fertig und jetzt müssen wir uns überlegen, was soll passieren. Also erstmal werden diese 4 Kreise für die erste Zeichnung, die wir hier haben, werden die blau gemacht, also zu Konstruktionslinien. Das heißt, das ist diese Funktion hier, die schaltet die Symbole aus oder ausgewählte Geometrie von oder in den Konstruktionsmodus. C,M, man kann es wohl auch über Tasten machen. Ich mache es jetzt einfach über die Funktion und jetzt sind die blau. Das heißt, ich habe jetzt den Grün und dieses Sechseckgrün jeweils. Und so schließe ich jetzt die Zeichnung und mache eine Aufpolsterung. Und dann sieht man, so sieht das aus. So hoch wird das aber nicht, das wird nur 3 mm. Da sollen nämlich die Muttern reingelegt werden. Kann man auch vielleicht 4 mm machen. Das muss man vielleicht ausprobieren. Jetzt wählt man eine von diesen Flächen hier aus. Vorher wird aber dieser Sketch hier kopiert. Das heißt, Selektieren des Sketches, STRG C drücken. Breche das nochmal ab. Machen wir nochmal oben die Anzeige rein. Das heißt Sketch selektieren, STRG C drücken. Dann hier nun auswählen, auf welchem Teil wurde der Sketch denn wirklich angelegt. Also eigentlich auf Thickness. Und weil das war die letzte genutzte Operation hier und da sieht man, ja, das war genau richtig. Der ist jetzt so grau und alle anderen sind aus. Also OK drücken, dann einmal STRG V drücken. Da ist der neue Sketch. Der wird jetzt in den Körper reingezogen. Man sieht das hier, dann springt er hier so einen rüber. Jetzt ist er in dem Körper drin. Und jetzt kann ich hier das selektieren und diesen Körper hier drauflegen. Sketch 01 möchte ich da drauflegen. Flatface ist in Ordnung und OK. So, dieser Sketch, der kann jetzt durch Doppelklicken aufgerufen werden. Und da wird jetzt erstmal das alles hier, diese Sechsecke werden aufgerufen bzw. selektiert. Wir können es aber Part für Part machen, damit man nicht so schnell was falsch macht. Und der hier, der wird grün. So, hier können wir sehen, das geht auch einfacher. Das heißt, die werden selektiert und zusätzlich der einmal auf die Funktion hier klicken, dann wird der grün und die werden blau. Machen wir hier genauso. Die werden selektiert. Da sieht man, da habe ich daneben geklickt, dann waren sie alle wieder weg. Also ihr werdet bitte alle selektiert. Wirklich darauf achten, dass der so gelb umspringt, dann kann man selektieren. Den auch. Und einmal selektieren, einmal die Funktion und dann sind die halt umgekehrt. Das Sechseck ist Konstruktionslinie geworden und der Kreis zu einer aktiven Geometrie. Das machen wir hier genauso. Man kann den auch eher selektieren und dann die Kanten des Sechsecks und selektieren und auch da. Gucken wir uns mal gerade an, ob wir alle haben. Sieht gut aus. Einmal schließen und jetzt können wir das nochmal aufpolstern lassen und zwar nicht 10 mm, sagen wir mal auch ruhig 3. So, jetzt ist das Teil hier, da drin ist Platz für eine Mutter und man kann jetzt später beim Druck in Cura festlegen, bei welchem Layer er den Drucker unterbrechen lässt. Dann kann man die 4 Muttern reinlegen, den Druck weiter laufen lassen und dann werden diese 4 Muttern da eingedruckt und dann kann man hinterher da schön Schrauben reinsetzen. So, das
Bisher sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt wollen wir hier noch ein Loch reinmachen, wo Kabel halt reingeführt werden in diese Kiste. Da erzeugen wir hier auf der Seite einfach einen Sketch. Und das wird jetzt ein Rechteck. Sagen wir mal so. Das Rechteck, das machen wir auch schön rund. Das ist diese Funktion hier. Diese Funktion und die 4 hier, die machen wir gleich. Geben denen auch direkt ein Maß, aber kein Durchmessermaß, sondern ein Radiusmaß. Radius, du bitte 3 mm. So, dann wird hier, es soll zentrisch sein, also muss man wieder eine Linie da reinzeichnen. Und die wird wieder schön blau. Und kriegt jetzt hier den Abstand dazu von 50 mm. Das ist jetzt die Mitte. Dann können wir das hier schön mittig machen über die Symmetrie Sache und können nun das Maß hier waagerecht bemaßen. Das soll 60 mm werden. Das Maß hier senkrecht, das sollen 25 mm werden. Und jetzt kann man noch das Maß hier unten, da von da nach da, das Maß, das werden jetzt 8 mm, schließen und lassen das einfach da reinfräsen und schon ist das Loch da drin. Jetzt sei es so, auf der anderen Seite soll es auch dasselbe Loch geben, also geht man einfach hierher und sagt durch alles. Das geht so lange gut, die Funktion durch alles, so wie nicht, wenn man sich das mal hier von aussieht, man sieht hier diese Klötze da nicht, das heißt, der fräst da nicht rein. Wenn jetzt dieses Loch größer werden soll, dann kann das natürlich problematisch werden. Können wir mal gerade simulieren. Ich gehe wieder in den Sketch und das Maß, das machen wir nicht 8, sondern machen wir nur 2,5, 3,5 mm und das soll breiter werden, 80 mm und geschlossen, und dann sieht man, da fräst er dann so richtig schön in diese Klötze da rein. Also in dem Fall geht das nicht mit dem durch alles, sondern da geht man dann hier auf Abmessung, sagt hier 2,5 mm und kopiert diese Zeichnung dann hier rüber. Das heißt Sketch kopieren. So, worauf basiert dieser Sketch jetzt? Und zwar auf der letzten Pocket. Es gibt nur einen Pocket. Sollte es eigentlich nur... Ne, das ist ja das auf Pad 001. Und korrekt, der ist nur noch selektiert. OK drücken, Steuerung V, Sketch wieder in den Körper reinziehen. Den lassen wir jetzt auf diese Wand hier projizieren. Sketch 003. OK, Flat Face. OK. Und können wir eigentlich direkt hier eine Pocket machen. Und schon ist da das Loch auch drin. Und die sind hier nicht mehr durchgefräst. Jo, man kann jetzt noch viel mehr hier mitmachen. Ich denke, ich speichere die Sache hier einfach mal ab, beende das Tutorial hier und dann machen wir mit diesem Teil im nächsten Part einfach weiter. Vielleicht mal zeigen, wie man hier Text reinfräst oder hier eine Bezeichnung oben dran. Das machen wir dann im nächsten Part. Okay, einmal OK drücken, einmal speichern, Datei speichern unter, und zwar, bei mir kommt das immer ins FreeCAD-Verzeichnis, und zwar das mit den vielen großen Buchstaben. Fusion nicht, wo haben wir es? Da haben wir FreeCAD mit den komplett groß geschrieben, dann kriegt das ein neues Verzeichnis, 20, 21
0827-TUT002 und das heißt dann auch TUT002, weil das ist heute das zweite Video, was ich mache, und damit ist das Tutorial beendet. Wenn ihr Spaß an solchen Videos habt, lasst doch gerne ein Abonnement da und ihr könnt auch gerne die Glocke klicken oder auch einen Daumen nach oben geben, wenn euch solche Videos gerne vorgeschlagen werden sollen. Und damit wünsche ich alles Gute und viel Spaß beim FreeCADen. Tschüss!